kommen wir doch nochmal zu dieser Statue da hinten. Ich glaube, das letzte Mal, als sie gesagt hat, nicht mehr viel übrig, dauert es noch eine ganze Weile. Und da sind wieder die Figuren. Und die erzählt mir jetzt wieder was von wegen... der Drache ist auch noch da. Stecken bleiben, ohne die Entscheidungen zu treffen und so. Da wette ich drauf. There are those who simply never choose a path. They know that neither extreme is balanced, but they cannot find the middle path, and so they become frozen in a stasis of indecision. Distracted by anything and following the whims of the day, they seek to fill the emptiness with any passing fancy. They too seek the genie, but they do not know why, and so become lost. Even with unmoving eyes they see me. They would eat me alive if they could. Ja, den Text hatten wir schon. Manche Leute entscheiden sich niemals für einen Pfad und bleiben dann einfach stecken und können sich nicht mehr bewegen. Und das ganze Krams. Entscheide dich für einen Weg. Selbst jetzt, wo sie mich nicht hinterher gucken können, spüre ich ihre Blicke auf mir. Sie sich ärgern, dass ich mich noch bewegen kann und sie nicht. Und ich frage mich gerade, wenn ich jetzt vorhin stehen geblieben wäre, wäre ich dann auch stecken geblieben. Als ich mich zwischen Rot und Blau entscheiden musste. Diesmal Rot gewählt habe. Weil Blau war ja... I often think of my very first memory as a child. It was the spring thaw, when the blankets of snow began to melt, the sun shined its warmth, and the birds began to sing again. In my mother's frozen garden was a stone that had cracked, buckled by the cold. And there in the crack was a single tiny white flower. A bloom of only 4 petals, it bravely opened to face the world and greet the sun, as if in defiance of death itself. Ich erinnere mich noch an meine erste Erinnerung, als es gerade Frühling wurde und die Schneedecke noch da lag. Da gab ein kleiner Bruch in dieser Schneedecke und aus dieser Schneedecke schauchte eine kleine Pflanze rauf, eine vierblättrige Pflanze, die die Sonne begrüßt hat und es Frühling wurde. Schön. Ich erinnere mich auch noch an Krokusse, die durch die Schneedecke guckten, als hier noch Schnee lag. Und gesagt haben, hallo, es ist Frühling, wir sind da, auf geht's. Das ist nur noch ein zweiter Weg, der drumherum geht, am Haus vorbei. Und ich hoffe, es ist wirklich nicht mehr viel Weg. Und dass der Schnee auch mal liegen bleibt. Ja. Auf jeden Fall I knelt by the little snowflower and wondered at it. Here was life in the midst of frozen nothingness. It seemed precarious, tender, so unlikely in its setting. But there must be some hidden strength in it to have emerged here, overcoming the elements and the odds. It seems a fortunate incident of nature, like life itself, perhaps not magical, but wonderful that it has occurred. Ich habe mich zu der kleinen Blume gekniet, die da aus dem Eis gesprungen ist, und habe sie mir angesehen und habe gedacht, wie verletzlich sie doch ist. Und habe sie bestaunt. Ein kleines Wunder der Lebens. Eine Magie des Lebens, die einfach so hier mal rauskommt. Hier. Ich bin zwar schwach, aber ich hatte viel Kraft, dass ich es geschafft habe, durch die Schneedecke zu kommen. Und hier bin ich nun und kann nicht anders. Schau in die Blitze da hinten rein. Geh weiter hier hoch. Even at that age, the flower made me ponder the teachings of the shamans. They told of how the world is dreamed up by the sleeping gods,
and that when we die, we will join them in their dream of paradise and live forever. But I have seen birth and death, and know that they are different. I witness the workings of the world and think it natural, not the magical dreaming of imaginary gods. Selbst in dem Alter hat mich diese Blume gelehrt, dass die Schamanen Unrecht haben, dass es am Ende, dass die Welt nicht nur ein Traum der Götter ist, zu dem wir dazustoßen, wenn wir sterben und dann mit ihnen träumen, sondern das kommt der gerade auf mich zu. Ich habe den Geburt und den Tod gesehen und ich weiß, dass sie völlig gegensätzlich sind, was völlig anderes sind. Und der Drache kommt doch nicht wirklich auf mich zu, oder? Der Drache kommt auf mich zu. Der flattert hier auch nicht die ganze Zeit nur durch die Gegend, oder? Ständig nur im Rumfliegen, nichts tun. So, ich gucke mir mal kurz an, welcher Text da steht. Zeit habe ich. Oh Gott, der ist lang. Eine Krähe und ein schwangerer Goblin verfolgen einen unfreundlichen Mann zwischen der zerbrochenen Brücke und... Ja. Langer Text, wenig Inhalt. Und wenn das schon so anfängt mit einer... I cannot tell my thoughts to anyone. They would think me blasphemous, or even mad, to question the shamans. They would think I had lost sight of the truth, of the mysterious, magical workings of life itself. They would think me irreverent, at the very least. But it is not so. Considering the triumph of the tiny flower in the midst of a frozen garden, I have a profound reverence for the unlikely presence of life. Ich kann meine Gedanken mit niemandem teilen darüber, dass die Schamanen vielleicht nur Blödsinn erzählen, weil sie mich dann für verrückt erklären würden oder für unlogisch. Aber ich habe diese Blume gesehen, wie sie gegen alle Gegensätze es geschafft hat, zu leben. Und von daher glaube ich nicht daran, dass die Schamanen die Wahrheit sagen, wenn sie sagen, hey, du hast einen Job, den musst du machen und wir entscheiden, welcher das ist. Du hast keinen freien Willen. Weil einen freien Willen hat man eigentlich immer und da ist ein großes Vieh. Ja, freier Wille, den sie uns absprechen, die Schamane. Will man ein Weber sein? Will man ein Walker sein? To say that life is simply magic is, to me, of less value than if it developed as an inevitability in the infinite spans of time, and gained a foothold enough to thrive against all the odds. Life is a champion of chance. There is more awe and wonder in this truth than to simply dismiss it as the providence of some great and mystical unknowable. It is made all the more special by its unlikelihood. Zu sagen, das Leben einfach nur Magie wäre, ist irgendwie unbefriedigend, denn genauso unbefriedigend, als würde man sagen, dass es ein unausweichlicher Zustand des Weltalls wäre, was ich, glaube ich, immer unterstützen möchte, denn das Leben ist biologisch und so und setzt sich fort. Da ist keine wirkliche Magie drin. Es ist einfach Darwins Schlussfolgerung aus dem, was er gesehen hat. Und es ist halt da. Und
unausweichlich ist es auch nicht, weil man kann sich ja selber zerstören. Und den Text da lasse ich auch stehen. Also man kann sich nicht selber zerstören, sondern die ganze Welt zerstören. Da wäre es ja auch nur logisch, wenn man irgendwas machen könnte, das es verhindert, dass es Leben gibt, was intelligent auch noch ist. Da denkt man sich nichts Böses, nimmt das Wasser von dem Planeten weg und dann... So, aber wie... Es führt uns jetzt in den Berg hinein. Mir wurde die Geschwindigkeit wieder genommen. Und anscheinend gehen wir jetzt zu Fuß da hoch und lassen uns nicht irgendwie dahin teleportieren, wie auf einer anderen Fahrt. Geht das bergab. Hui! Ich rutsch nicht. Komisch. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass ich einen Rutsch mache, aber okay. Oh, da oben ist der Große auf dem Berg, der festgefroren ist. Wir bewegen uns jetzt durch diese hohle Gasse. In die Schneelandschaft. Der Drache kommt wieder vorbeigeflogen. Klingt, als wäre er hier hinter. Okay, hier geht's nicht lang. Hier geht's nicht lang. Ja, ich habe Timing, das ist... Er ist ja wieder weg. Ja, da unten ist wieder so ein Gerippel. Und es geht hier hoch. Da ist wieder der Berg, das Feuer. Es geht hier lang, hoffe ich. Wieder die roten Maybe I'll just step on the air. Vielleicht gehe ich einfach in die Luft, was? Okay. There we go. Meinetwegen, dann gehen wir halt durch die Luft. Hauptsache, wir kommen weiter. Auch in Grau ist nichts zu. Jetzt flattert er da oben wieder rum. Hey, Drachenschrott. Tucked between twin expanses of endless nothing, here, for a brief and shining moment, is something, rare and beautiful life. It sings in me, and I know that I am. Joy fills my heart, and I know that I will never squander a moment of life, however long or brief it may be. We live, we laugh, we learn and grow old. We love and we die. Between birth and death, we have this one chance to just let it be beautiful. Zwischen zwei leeren Nichtsen sitze ich hier und denke darüber nach, dass wir nur eine Chance haben, das Leben schön zu finden. Und zwar von Geburt bis zum Tod. Und es führt uns den Berg hinauf und vielleicht schaffen wir es ja wirklich, den Genie zu greifen, bevor der Zauberer uns davon abhält. Oder bevor der Zauberer oder was auch immer. Though the sky itself cracks open and falls to the ground, the world trembling with change, I have no fear. I feel that soon my path will end, and I know not what I will find. But I have had this time, this one chance to truly be alive. I have lived and loved. Along with heartache and loss, I have known beauty and joy. Even if the end is upon me, I consider how fortunate I've been to have this one brief, shining moment. I have lived, and that is more than enough. Ja, den Text hatten wir zwar schon mal, aber auch wenn der Himmel jetzt einstürzt, ich hatte die Chance zu leben und ich habe gelebt, auch wenn ich Herzschmerzen und alles hatte. Ich habe geatmet, ich habe gelebt.
Das kann mir keiner nehmen. Denn mein Leben war da. Ist da. I found no answers along the path, only more questions. What is the genie? What does it do? Who made it, and where is it from? I shall soon find out. Perhaps it will answer all my questions. I have considered that it may pose more questions than answers, and feel that somehow I already know the answers. And now I see. Ich habe bis jetzt keine Antworten, ich habe nur Fragen. Und vielleicht weiß ich schon die ganzen Antworten. Wenn ich jetzt hier gleich ankomme, aber erstmal schaue ich mal hier oben drauf. Oh, cool. Was macht ihr denn hier? Wer ist er? Hi. Okay. Ich habe übrigens ein Achievement gekriegt, mehr entspannen als weniger schnell laufen. So, da oben ist das Ziel anscheinend. Ja, den Text eben hatten wir ja schon mal abgelehnt. Ich habe mehr Fragen als Antworten. Vielleicht finde ich ja oben die ganzen Antworten. Ich weiß nicht, was der Genie ist. Ich bin gespannt, was der Drache hier noch überhaupt zu tun hat. Und da ist das Ziel. Und der Drache. That must be the genie. Das muss der Genie sein. Solid, inanimate, but somehow organic. And there, next to it, stands the wizard that spoke to me in my dreams. As I draw nearer, I can hear his voice again. That strange sound with unmoving lips that I can understand as words. Lula, he said, you have made it to the mountain of fire, and now stand before the genie. You have chosen to face your fears along the shortest path. Ich habe den richtigen Weg genommen. Ich bin Erster da. In facing the darkness of your mind, you have conquered yourself. You have learned that the answers to your questions are within you. You have learned hope. The path you have chosen is the shortest path, and so you are victorious. Your arrival precedes that of the other wizard who sought to curse you. Still he wanders the other path, having chosen what he thought was the easiest way. Now you may lay your hand on the genie, and the program will continue. Das Programm wird fortgesetzt. Program? I asked. I don't understand. What is the genie? The genie, he began, is a computational construct, what we call a processor. As an operating administrator, I have introduced a packet of data into the genie. It arranges the data into information that runs a program. This program is called Lula. Your first moment of being was just before you chose the path. You see, Lula, he continued, this world and everything in it, all your memories and dreams, your mother, your father, and Rofesso have been created by you. You have arranged the data into a stream of consciousness that will not become real until you lay your hand on the genie and verify the information. You will return to your village where your mother and father happily await you. The program will be set and will continue to run indefinitely. Also das ist ein Programm, das Your wird people will be free to choose their own paths in life. You will forget that you began as a program. You will be free to run anywhere you like, to live the life you choose and grow old. Free to laugh and learn, and perhaps most importantly,
you will be free to love. What about the other wizard, I wondered. Once you verify, he replied, the bug in the system that you think of as the other wizard will be deleted. Thank you for this learning experience. How could I choose otherwise? I slowly reached out my hand and laid it on the genie. It felt warm, humming with life. I see the world I have created as it becomes real. I feel myself forgetting that it started as a program. What does it matter? I will be with my mother and father again. We will be free and happy. And now I have a story to tell. Was it a dream or a memory? I do not know, but let it begin. Once upon a time. Ja, wir haben den Genie als erstes erreicht. Und es ist ein Programm, die ganze virtuelle Realität. Der Zauberer hat uns gesagt, hey, du musst ihn erreichen als erstes, bevor das andere Ding, was ein Bug war. Und jetzt ist meine ganze Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, mit Vater, Mutter, Kind, Bruder, Quatsch, der andere, Realität geworden. Und das Spielleben wird weitergehen, ohne dass der Pfad festgelegt wurde. Und wir können lachen, lieben, alles machen, was wir wollen. Wir sind nicht mehr gebunden an irgendwas. Und ja, der Zauberer, Quatsch, der lila Typ da, das war der Zauberer, der ihr gesagt hat, hey, du musst den Weg gehen und alles finden. Und jetzt sagt er mir nochmal das mit dem anderen Pfad und der ist anders. Ja, Lauf durch eine virtuelle Realität, die danach gefestigt wird und sie hat sich halt alles ausgedacht. Die Lula, die Figur, die wir am Ende da gesehen haben, die Rothaarige, und jetzt ist alles Realität und ich sehe da gerade links was. Ich drücke da jetzt drauf. Bin beide Wege gegangen, ich habe viele Achievements gekriegt und jetzt reite ich den Drachen. Tada! Tada! Kann ich den auch steuern oder nur einfach... There we go. Ja, das ist doch mal ein schönes Ende für dieses Spiel. Ja, alles ist eine virtuelle Realität. Wir haben uns die Geschichte ausgedacht. Ein sehr nachdenkliches Stück Software. Ja, und jetzt reiten wir den Drachen, können uns noch ein bisschen umschauen hier. Und er flog halt immer im Kreis. Und jetzt sehen wir seine Strecke. Ja, das Spiel hat mir ziemlich gut gefallen. Auch wenn es ein Walking-Simulator ist, aber das war schön gemacht. Es ist ein einziges großes Level. Sehr nachdenkliche Texte. Und wir reiten jetzt wirklich den Drachen. Über diese ganze Stadt. Können wir uns das nochmal ansehen. Die ganze Insel, sag ich mal. Ja. Wie gesagt, das Ende ist halt ein bisschen seltsam, weil alles halt nur von ihr ausgedacht war, die ganze Geschichte, die sie sich da zusammengewebt hat, weil sie ist ja Weber und Explorer. Und dann ist sie halt hier als Explorer durch die Welt gegangen, hat über alles nachgedacht. Und jetzt fliegen wir hier durch die Gegend.
Aber wir können uns jetzt frei bewegen in dieser Welt. Die Mutter ist da, der Vater ist da, der Freund ist da. Zumindest bei ihr jetzt und... Ja, der Drache fliegt durch die Gegend. Mal langsamer, mal schneller. Die Mühle, die in der Luft schwebte. Ich mir gerne näher angesehen hätte, kann ich jetzt näher ansehen. Das ist schön. Ja. Und wohin führst du mich jetzt, Drache? Ich frage mich, ob das jetzt nochmal so eine Zusammenfassung ist, die er mir hier bietet, der Tonguç Bodur. Ja, wir schauen uns das nochmal kurz an. Eine echt schöne Welt, die hier geschaffen wurde. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, da drin aufzuwachsen. Ach, ich würde noch gerne irgendwie zusammenfassend was Sinnvolles jetzt sagen. Aber irgendwie ist, glaube ich, alles gesagt und noch ein bisschen mehr. Ja, die Schamanen hatten halt Unrecht. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Freiheit jetzt wieder in dieser Welt. Keiner ist mehr gezwungen, das zu tun, was jemand anders ihm sagt. Und man kann überall hin laufen und nicht nur gehen. Ah, hier das blaue Land mit im Frühling, ja. Ich erinnere mich. Ist gar nicht so lange her. Ich würde jetzt gerne noch mal die Stadt sehen, wo sie gewohnt hat. Mit Vater und Mutter und alle, die da so zugehören. Ich möchte nochmal danken für die Aufmerksamkeit, fürs Zusehen, fürs immer noch dranbleiben mit dem Drachenritt hier. Ein schönes Spiel, auch wenn es ein bisschen lang ist. Und ich frage mich gerade, ob es ein Ende hat. Mit dem Drachenritt hier. Jetzt geht er wieder in den Boost-Modus. Und ich muss gestehen, ich habe keine Übersicht mehr, wo wir uns jetzt gerade befinden. Das sind die Ruinen, wo ja die eine noch mit den Füßen gewackelt hat, auf dem da drüben. Ah! Hier oben, wo ich vorhin rauf wollte. Ja, wir gehen nochmal alle schönen Orte hier ab, die wir uns erinnern. Du kannst ruhig losfliegen, habe ich nichts gegen. Ich hänge jetzt hier nicht fest. Ach, so ist das Ende. Ja, Musik von Heikki Niemela. Niemela? Ja. Das war Drizzlepath, Genie. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
Lasst euch nicht erwischen. Und viel Spaß noch im Internet.